Und jetzt bauen wir die Sachen, die gerade gezeigt wurden, einmal ins Auto ein. Ich sitze jetzt hier in diesem wunderschönen Corsa D vom Jahr 2011. Und ja, jetzt bauen wir als erstes das Radio aus. Dafür brauchen wir diese lustigen Bügel hier. Die haben wir. Und ja, dann mal ab. Im Endeffekt ganz einfach. Wir können diese Bügel hier einstecken. Bügel 1. Und der zweite Bügel. Dann drücken wir die ein bisschen auseinander und dann ziehen wir das Radio einfach raus. Gar nicht schwer. Ein großes Radio, schweres Radio ist auf jeden Fall viel größer. Wir gucken von hinten, was sehen wir? Wir sehen hier den Radioanschluss und wir sehen den Quad-Lock-Stecker. Quad-Lock-Stecker können wir lösen, indem wir hier den so ein bisschen nach außen, nach unten ziehen. Dann nach oben kippen, dann kommt der Quad-Lock-Stecker raus. Und die Antenne, die ist auch noch mal gesichert, damit die nicht rausfällt. So, da ist die Antenne raus. Und das alte Radio brauchen wir nicht mehr. Als nächstes montieren wir die DAB-Antenne. Die DAB-Antenne muss an die A-Säule. Schwenk auf die A-Säule. Dafür muss die A-Säule erstmal runter. Und das ist eigentlich relativ einfach. Wir nehmen uns so einen kleinen Keil. Und dann können wir hier oben rangehen, das so ein bisschen nach außen ziehen und ein wenig ziehen. Wir haben zwei Klipse, die da zu lösen sind. Der eine Clips ist circa hier, der andere da. Das heißt, wir ziehen das komplette Teil einfach in den Innenraum und können die A-Säule dann rausholen. Legen wir uns einfach ab. Als nächstes nehmen wir uns unsere DAB-Antenne. Habe ich ja, glaube ich, irgendwo verlinkt, welche wir da gekauft haben. Die Sache an der DAB-Antenne ist, hier ist die Antenne, aber wir müssen die irgendwie noch auf Masse legen. Deswegen gibt es hier so einen Massepol. Geplant ist, dass das Teil hier möglichst weit nach oben kommt. Diese Lasche hier muss an die Karosserie, also direkt auf Masse, nicht auf Lack. Heißt, wir müssen hier einmal den Bereich abschleifen, damit auch der Kontakt hier steht. Jetzt schleifen wir erstmal, kleben wir erstmal und gucken gleich weiter. So, also einmal abgeschliffen die lustige Stelle. Und das, was wir als erstes machen, ist hier das hier so dieser Kupferpad. Und den kleben wir da jetzt halt drauf. Als erstes wirklich nur das Kupferpad. Das versuchen wir hier schön auf die Stelle drauf zu machen, die abgeschliffen wurde. Wenn ich es gerade schaffen würde, wäre es schön. So, das haben wir schon mal. Können wir schön um die Ecke biegen. So, und so würde dann halt der Rest der Antenne dran kommen. Die Fläche haben wir natürlich auch schon vorher gereinigt. Heißt, jetzt ziehen wir hier einmal ab. Jetzt klebt es, also aufpassen. Und jetzt tata. Antenne klebt. Nochmal schön festdrücken. Können wir gleich nochmal mit dem Glasreiniger drüber gehen. Ja, und das Kabel können wir schön die A-Säule lang einmal runterlegen zum Radio. Dann haben wir auch DAB-Empfang. Um jetzt das Kabel irgendwie zum Radio zu kriegen, müssen wir das natürlich irgendwie ins Armaturenbrett kriegen. Ich habe mir jetzt halt einmal hier so ein festes Drahtstück von unten durchgezogen. Das heißt, von unten aus dem Fußraum einmal bis hier nach oben durchgezogen. Da einmal die Antenne dran geklebt. Und jetzt kann ich die mir mit meinem Draht vorsichtig tatsächlich nach unten ziehen. Da habe ich sie schon. Und ja, jetzt ziehe ich einmal den komplette Leitung hier einmal lang, so dass hier nur noch so viel da ist, dass dass das halt schön unter die A-Säule passt. Und den Rest legen wir dann einmal hinten lang zum Radio. Das heißt, immer so ein bisschen Puffer lassen. Gucken wir, dass wir den gleich nochmal schön festkleben. Und dann kann die A-Säule eigentlich schon wieder dran, weil da sind wir dann fertig. So, die Antenne klebt. Wir haben die Stelle, die wir abgeschliffen haben, professionell mit einem Lackstift getupft. Und haben das Kabel einmal hier mit schön einmal festgeklebt mit Alubutyl. Das heißt, wir haben hier 4 Stellen, wo das Kabel jetzt fest ist, nicht irgendwie doof rumwackelt oder Klappergeräusche in der A-Säule erzeugt oder so. Es geht einmal runter, unten lang und kommt jetzt hier auch schon raus.
Unten machen wir es halt nochmal fest mit Kabelbindern und dann kommt das hier halt schön raus und hier können wir es problemlos an das Radio anschließen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die A-Säule wieder drauf. Das heißt, die A-Säule wird jetzt eingeklipst und dann haben wir eigentlich das A-Säulen-Thema durch. Also die A-Säule ist wieder dran, Antenne habe ich mal gezeigt, funktioniert soweit. Dann gibt es noch zwei weitere Accessoires für das Radio, was wir unbedingt benötigen. Das ist einmal die GPS-Antenne, die brauchen wir fürs Wireless CarPlay. Und wir haben natürlich noch das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung und für die ganzen Siri- und Co-Aktivitäten, die wir brauchen. GPS-Antenne ist der erste Fall. Wo kommt sie hin? Wo ist es sinnvoll? Also im Endeffekt haben wir die jetzt hier unter der Verkleidung versteckt. Das heißt, das hier ist die GPS-Antenne, die bei dem Pioneer mit dabei ist. Wer es nicht wusste, hier ist noch ein Lautsprecher bei. Wofür der da ist, wissen wir aber noch nicht. Auch hier das GPS-Modul ist hier einmal das Kabel mit Alubutyl befestigt worden und in den Radioschacht geführt worden. Das zweite ist halt die Freisprecheinrichtung. Da wurde das Mikrofon hier einmal unter dem Tacho installiert. Die Alternative dazu ist sicherlich auch die A-Säule, aber das war an der Stelle ungewollt. Und auch da wurde einmal das Kabel hier einmal in den Schacht geführt. Das heißt, jetzt haben wir hier wirklich alles an Kabeln. Wir haben das Kabel vom DAB, vom GPS, von der Freisprecheinrichtung und das Originalkabel. Und das machen wir jetzt noch mal ein bisschen ordentlich. Heißt, alle Kabel, die ein bisschen zu lang sind, werden ein bisschen mit Kabelbindern fixiert. Und dann schließen wir noch mal alles an. Achten natürlich darauf, komme ich aber gleich noch mal drauf, den Antennenverstärker, das heißt die Phantomspeisung des Antennenverstärkers zu setzen. Und dann können wir auch schon, ja, theoretisch auf jeden Fall alles zusammenbauen, Radio installieren und fertig sein. Bis gleich. Jetzt ist die Verkleidung hier wieder auf dem Armaturenbrett wieder dran. Mikro ist alles fest. Und jetzt gehen wir mal an die Verkabelung im Radioschacht. Installiert ist ja schon das hier, also im Endeffekt das hier, ich mache nochmal ab, ist der Stecker, der vom Auto kommt. Und, das mache ich auch nochmal ab, das hier ist die Antenne, die normale FM-Antenne, die vom Radio kommt. An die FM-Antenne kommt unser Antennenadapter, die können wir hier einfach reinstecken, festklipsen, fertig. An den Quad-Lock-Stecker, an den Original-Auto-Quad-Lock-Stecker kommt ja unser Adapterkabel, was wir uns gekauft haben. Das können wir hier einfach so reinstecken und reinstecken. Moment, müsste auch offen sein. So, wenn er offen ist, wenn das hier quasi so ist, kann man das reinstecken und dann verriegelt sich das. Super. Dann haben wir ja, hier geht es ja weiter mit ganz viel Zeugs. Und da gehe ich einmal kurz drauf ein, wie es jetzt hier bei dem Auto ist. In dem Auto gehen wir an ein Pioneer-Radio. Das heißt, wir brauchen dieses ganze... Pioneer-Radio war richtig, ne? Ja. Brauchen wir dieses ganze Zeug hier nicht. Das Einzige, was wir aus dieser blauen Box brauchen, ist der Klinkenstecker. Was ist das für eine blaue Box? Diese blaue Box ist quasi der CAN-Bus-Adapter für den Corsa D. Bedeutet, in dieser blauen Box wird das Signal vom CAN-Bus dekodiert, was normalerweise automatisch an das Autoradio geht. Und das Autoradio versteht ja Opel, aber Pioneer versteht Opel nicht. Und deswegen baut diese Box, die entschlüsselt quasi die Signale und tauscht die an der Stelle aus zu den Signalen für die Lenkradfernbedienung für Pioneer. Und mit dem anderen Kabelbaum, der hier hingeht, kommen dann also zusätzlich so Signale wie Zündplus und auch die Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, wenn man Licht anmacht, dass der halt abdimmt und so. So, die blaue Box, die wird quasi ganz normal mit den beiden Steckern angeschlossen und dann haben wir halt den Klinke-Stecker. Und dann haben wir hier unseren, also den mache ich auch nochmal ab. Das ist nämlich unser, ja, der wird schwer abzumachen sein. Habe ich schon fast gedacht. Eigentlich so ein Doppelstecker, den man beide gleichzeitig drücken muss. Den lassen wir mal dran. Der ist hier dran. Und wir schmeißen das mal hier hinten rein. Und das ist der Original-Kabelbaum vom Radio. Das heißt, das Ding kommt ins Radio und das Ding sind halt die ganz normalen ISO-Stecker. ISO-Stecker habe ich euch ja auch gezeigt. Jetzt gibt es eine bzw. zwei Besonderheiten da dran. Einerseits ist es das grüne, das hellgrüne Kabel. Da steht Parking Brake dran, also die Handbremse. Die Handbremse sollte normalerweise an das Handbremssignal befestigt werden, was der Adapter zufälligerweise auch liefert. Wenn man das aber tut, dann kann man in gewisse Einstellungen
nicht rein während der Fahrt, weil man das halt nur machen darf, wenn die Handbremse gezogen ist. Man kann sich da Abhilfe schaffen, indem man einfach das Handbremssignal auf Masse legt. Kann ich natürlich nicht empfehlen, wurde an der Stelle vom Kunden gewünscht. Die zweite Sache, die zu beachten ist, das hier ist der Antennenverstärker. Der Antennenverstärker verstärkt das Antennensignal, das normale Antennensignal. Normalerweise ist es so, dass der Antennenverstärker im Originalradio eingebaut ist. Im Nachrüstradius ist dieser nicht eingebaut, deswegen ist er hier separat. Hier ist der normale ISO-Stecker, der ins Radio reinkommt. Und damit dieser Adapter auch funktionieren kann, braucht er auch ein bisschen Strom. Und den Strom kriegt er hier über die blaue Leitung vom Radio. Die blaue Leitung vom Radio ist halt die Remote-Leitung, das heißt, die wird aktiviert vom Radio, sobald das Signal an ist. Ja, und damit können wir die beiden Sachen schon mal ins Radio stecken. Neben den beiden Kabeln haben wir natürlich auch noch einen Haufen an anderen. Wir haben natürlich die Klinke für die Lautsprecher. Wir haben, was haben wir hier noch liegen? Wir haben hier einmal das Kabel für die Freisprecheinrichtung. Wir haben hier das Kabel das blaue ist für GPS, und das andere ist für die DAB-Antenne. Und wir haben auch noch die USB-Verlängerung, die hinten reinkommt, für den USB-Anschluss. USB-Anschluss ist an der Stelle jetzt hier nach unten geführt, sodass man hier den USB-Anschluss hat. So, das, was wir jetzt noch machen, ist relativ einfach. Wir bauen das Radio zusammen, machen die Blende soweit fertig, schließen den ganzen Spaß an, stecken es rein und dann sind wir fertig. Wir haben das Radio jetzt schon in den Einbaurahmen eingesetzt. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wie. Also der äußere Rahmen kommt von hinten über den Einbaurahmen. Also wird wirklich von hinten hier so reingeschoben. Und ja, dann können wir den ganzen Spaß schon einbauen. Wenn wir es jetzt aber so einfach reinschieben wollen, dann fällt uns auf, dass wir erstmal den Rahmen, der da drin ist, rausholen müssen. Also, hier oben sind so 3 Nupsis, die kann man so ein bisschen runterdrücken. Und dann kriegt man den kompletten Rahmen auch schon raus. Der ist, hier seht ihr die 3 Nupsis, die man ein bisschen runterdrücken muss. Und das ist halt der Einbaurahmen von Opel. Den brauchen wir nicht mehr, der kann weg. Jetzt schließen wir eben alle Verbindungen an und drücken ganz heftig rein, damit das auch alles passt. Das kriegen wir schon hin. Und ja, dann haben wir schon ein fertig eingebautes Radio. Ich freue mich. So, jetzt haben wir hier alles angeschlossen. USB, Radio, hier ist die Lenkradfernbedienung dran, GPS, DAB, Normalradio. Gut, jetzt ab rein damit. In den total übersichtlichen, wie der Kollege sagt, Schacht. Was fehlt uns? Keinem aufgefallen? Mikrofonkabel. Sonst keine Freisprecheinrichtung. So, jetzt mit Mikrofonkabel den gleichen Spaß. Und hinein damit. Es ist alles geschafft. Das Radio ist eingebaut mit Blende und so weiter und so fort. Das heißt, ihr seht, die Blende schließt ihr bündig ab. Auch die Klarlack-Version gekauft, das funktioniert hier super. Leider ist der innere Rahmen von dem Radio halt ein bisschen matt. Gegebenenfalls gehen wir da nochmal bei und lackieren das Ding auch in schwarz Klarlack. Ansonsten, ja, das hier ist jetzt die normale Startübersicht, die man hat. Wir können auch in Android Auto wechseln, dann haben wir die Android Auto Sachen. Ansonsten Bedienung vom Radio habe ich euch schon gezeigt. Musik spielt da auch, mache ich jetzt aber nicht an, weil wegen GEMA. Ich hoffe, euch hat was gebracht hier, dieses komplette Video, wie man es einbaut von der DAB-Antenne, Lenkradfernbedienung, GPS und so weiter. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Dankeschön.